Sonntag, es ist soweit. Herzlich willkommen auf meinem Channel. Es wird heute italienisch. Es wird heute richtig italienisch. Geile Farbe, mega coole Farbe. Ich finde die Farbe richtig cool. Was sagt ihr? Ich finde die Felgen richtig geil. Die finde ich richtig gut. Aber ich habe was anderes für euch heute. Und zwar habe ich einen Ferrari. Es könnte ein Roma sein, es könnte ein SF90 sein, es könnte alles sein. Aber nein, nein. Dank MyCar Bodensee haben wir den Purosangue. I heard man when I chat and chit. I come through like what's good, these wigs hit and split. Man better breeze and sprint. It's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out skull when I slat out wigs. Never seeing X's with your eyes closed. Don't move past girls behind your eyelid. Put down the liquor. Zack, und da ist er, endlich. Und liebe Freunde von Ferrari, die Presseabteilung, die immer so nett ist und die immer so zuvorkommt ist. Hallo Herr Mossadegh, hallo Habib, und wir sind ja inzwischen per Du. Und gar kein Thema, wenn du was brauchst, ruf uns an und so weiter. Dann rufe ich ihn an, dann sagt ihr immer, schickt mir ein Mail, ich schicke euch ein Mail und es passiert gar nichts. Gar nichts. Ich weiß nicht warum, aber jetzt habe ich das Auto anders organisiert und jetzt schauen wir uns das Auto genauer an. Bevor wir anfangen, habe ich eine Quizfrage für euch. Was ganz Neues, was ganz Neues. Ein Quiz heute und ganz zum Schluss werde ich euch das verraten, was die richtige Antwort ist. Vielleicht findet ihr es ja auch zwischendurch raus. Welche Basis hat der Ferrari Purosangue? A, der Ferrari FF, B, der Ferrari GT4 Lusso, C, der Ferrari F12 oder D, der Ferrari 812 GTB. Jetzt bin ich gespannt und jetzt gehen wir mal los und gucken uns das Auto an. 725 PS V12 Saugermotor und den fahren wir gleich, da freue ich mich richtig drauf, da freue ich mich echt richtig drauf. Aber erstmal schauen wir uns das Auto von außen an. Die fette Bremsanlage, Keramikbremsanlage in Giallo Modena, schön schimmert hier durch. Dann mein Scuderia-Emblem und dann mein Streifen in Gelb. Natürlich mega cool. Das Auto macht so einen richtig bulligen Eindruck. Aber das Auto, das was wir hier stehen haben, kostet ca. 530.000 €. Wenn du das Auto von Ferrari bekommst. Wenn du das Auto aber jetzt im Aftermarket kaufen möchtest, liegt das Auto zwischen 800 bis 1 Million €. Und es ist verdammt schwer daran zu kommen, weil Ferrari richtig hinterher ist, um zu sehen, wer die Autos verkauft. Wenn du ein Auto von Ferrari bekommen hast und das Auto verkaufst, bekommst du nie wieder in dein Leben ein Ferrari. Und viele wollen das nicht riskieren. Deswegen sind die Preise so hoch. Und jetzt mache ich mal die Motorhaube auf. Dann schauen wir uns mal unser Schätzchen an, unser 12-Zylinder. Wie lange es den 12-Zylinder geben wird, weiß ich nicht, aber heute stellen wir uns nochmal die Frage, die Wertstabilität. Lohnt es sich aktuell, Aftermarket, so ein Ferrari Purosangue für ca. 800.000 bis 1 Million € zu kaufen? Ja oder nein? Was denkt ihr? Tippt das mal ein. Verliert man dabei Geld oder gewinnt man dabei Geld? Da bin ich mal gespannt. So, die Motorhaube. Ganz untypisch für Ferrari. Zack. Und da haben wir unser 12-Zylinder drin. Guck dir das mal an. Soweit es geht, wieder in die Mitte gezogen. Also man sieht, der Motor ist fett. Der Motor geht locker bis zur Mittelkonsole. Und ich freue mich gleich, das Auto fahren zu können. Und wenn wir dann die Temperaturen erreicht haben, machen wir natürlich auch einen Soundcheck, weil der 12-Zylinder-Sauger will echt nach vorne marschieren. Auf jeden Fall. So. Außencheck, wir gucken uns das Auto mal von vorne an. Was ich bei Ferrari ja immer feiere, es ist nichts einfach so aus optischen Gründen. Alles, was Ferrari baut, hat Sinn und Zweck aus aerodynamischen Sachen. Also wenn wir hier die ganzen Lufteinlässe sehen, ich kann hier durchgreifen, selbst das hat einen Sinn und Zweck. Das geht alles hier um pure Aerodynamik. Wir blenden euch mal ein Bild ein von dem Purosangue, das habt ihr ja schon, und von den Mazda CX-30. Viele haben ja im Netz geschrieben, dass das Auto genauso aussieht. Aber nur mal für euch als Information, das Auto, was hier steht, da bekommt ihr 23 Dacia Duster für aktuell. Das ist doch krass. Die Felgen, schön die 22 Zoll Felgen vorne. Danach hinten hat er die 23 Zoll Felgen, hinten im Heckbereich. Okay, es ist für mich nicht der schickste Ferrari. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass Ferrari auf diesen Zug raufgesprungen ist und gesagt hat, SUV-Welle, es funktioniert. Es funktioniert bei meinem Erzfeind, bei Lamborghini sehr, sehr gut. Also muss ich auch aufsteigen. Ich persönlich finde das sehr, sehr schade für die Marke, weil Ferrari und SUV passt für mich überhaupt nicht zusammen. Von hinten finde ich das Auto okay, ist jetzt nicht so mein Geschmack. Ich finde, die Auspuffrohre hätten ein bisschen markanter sein können und mein
mein Heckdiffusor hätte auch ein bisschen markanter sein können. Okay, Geschmackssache. Was mein Kofferraum betrifft, ist natürlich für SUV-Verhältnisse jetzt nicht größte Kofferraum. Nein, ist es nicht, aber es ist okay. Ich kriege hier schon 2 Koffer mit, wenn ich verreisen möchte. Das ist alles entspannt. So, ich bin echt gespannt, wie lange es den 12-Zylinder-Motor geben wird. Und das noch als Sauger, das dürft ihr nicht vergessen. Es ist ein 12-Zylinder-Sauger. Man munkelt ja, es soll demnächst dann ein 8-Zylinder kommen, wenn die den 12-Zylinder nicht mehr produzieren dürfen. Und da bin ich auch echt gespannt, ob dann sich der Wert hält, weil bisher hat kein Ferrari 12-Zylinder im Normalsegment, jetzt nicht die Limited-Autos, die normalen 12-Zylinder, GTC Veloso, FF, die sind alle rapide gesunken. Aber jetzt würde ich mal sagen, worauf ich schon lange gewartet habe. Ich habe das Auto schon gesehen in Pebble Beach. Ich habe das Auto überall gesehen, aber gefahren bin ich es noch nicht. Und jetzt fahren wir das Auto gemeinsam. So, ich liebe ja die Marke Ferrari und zum ersten Mal ein SUV. Es ist völlig ungewohnt, mein Scuderia-Emblem hier vorne in mein Lenkrad zu haben und so hoch zu sitzen. Es ist mega ungewohnt, das ist einfach so. Aber das Auto, was ich bei Ferrari ja immer feiere, ist, dass sie immer alles so steril halten, komplett steril halten. Natürlich habe ich jetzt mein Digital-Cockpit vorne. Das ist jetzt die neue Generation Ferrari. Leider auch mit meinem Drehzahlmesser in digital. Da bin ich nicht so ein Riesenfan von. Ich fand früher die Drehzahlmesser in der Mitte so markant, wo du ja die Farben, die nur einmal aussuchen konntest bei der Konfiguration. Und zwar gelb, weiß, rot, ich meine auch sogar schwarz oder grau. Und das war's dann. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass das alles digital geworden ist. Womit ich immer noch nicht klarkomme, mein Lenkrad nervt mich total. Bei der neuen Generation Ferrari ist es einfach Katastrophe durch die Touchscreen. Also du kommst immer wieder auf diese Tasten ungewollt und dann geht immer deine Sprachfunktion an oder sonstiges. Das ist echt nervig. Aber ansonsten muss ich sagen, die Sitze mega bequem. Und ich komme noch mal zum Anfang, wo ich ja gesagt habe oder gefragt habe, die Frage A, B, C oder D, vielleicht können wir das hier nochmal einblenden. Also die Technik ist circa 6 Jahre alt, 7 Jahre alt. Und darauf basiert ist diese Karosserie. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, das ist eine altbewährte Technik und es funktioniert. Aber ich muss sagen, ehrlich gesagt, ich bin da ein bisschen enttäuscht von Ferrari, dass sie sagen, wir bringen den teuersten SUV aller Zeiten raus und wir steigen mal darauf ein und wollen jetzt mal zeigen, was wir drauf haben. Und dann setzen sie das Auto auf so eine alte Technik. Allrad, permanent Allrad, das spricht wieder für das Auto, weil dieses Allradsystem, was in den GTC Veloso und FF war, da musstest du gefühlt für studiert haben, um zu merken überhaupt, was da los ist. Wann hat er Allrad von Gang 1 bis Gang 5 und so weiter? Nein, hier haben wir ein permanent Allrad. Oh mein Gott, Start-Stopp-Automatik, das ist ganz schlimm. Normal war das immer da oben, jetzt nicht. Keine Ahnung. Also das geht gar nicht, mein Start-Stopp-Automatik bei einem Ferrari, finde ich. Jetzt gehen wir nochmal und schauen uns nochmal die Innenausstattung an. Das kann Ferrari. Die Ledersitze sind genial. Mein Kontraststitching, in dem Fall in Gelb gehalten, auch mega. Ich finde es einfach mega cool. Sehr, sehr gelungen. Hier habe ich ein bisschen noch Carbon mit drin, was ich bei Ferrari extrem wichtig finde. Da kommt natürlich auch viel mehr Sportlichkeit rüber. Und dann habe ich hier meine Heizung, Temperaturanzeige, drücke ich rauf, da kommt es rausgefahren, meine Bedienelemente, kann die Temperatur einstellen. Viele verwechseln das mit laut und leise machen fürs Radio. Da kann ich auch einstellen, wie die Lüftung sein soll. So, jetzt fahren wir auf die Autobahn und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Wir haben jetzt alle Temperaturen erreicht. Ich bin im Sportmodus. Das ist, es gibt bei den Purosangue kein Race-Modus. Und jetzt gehen wir in Gang 4 und geben ein bisschen Gas. Alter Schwede, das ist unglaublich. Oh mein Gott. Alter. Okay, der geht gut nach vorne. Okay, hier ist auch frei, wir können Gas geben. Wir haben die großen Keramikbremsen, das heißt, da kann nichts passieren. Und der bremst auch super runter. Alter Schwede, die 2,3 Tonnen, die schieben dich nach vorne, das ist einfach so. Aber das Auto ist da. Ferrari-Feeling ist da, aber noch nicht so richtig. Es ist nicht so wie der Erzfeind Urus, dass der dich vom Hocker reißt. Das ist der definitiv nicht. Der ist smoother, der ist eleganter, wie er nach vorne schiebt.
der ist nicht auf voll Karacho. Aber trotzdem, es ist okay. Es haut mich nicht vom Hocker, ehrlich gesagt. Also ich sehe gerade hier keine Million. Ich sehe hier gerade keine 950.000 Euro. Ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare reingeschreibt, ob ihr jemals für ein SUV so viel Geld ausgeben würdet. Das ist jetzt meine erste Fahrt mit dem Ferrari Puro Sangue auf der Autobahn. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, genial, ich muss das Auto haben. Bisher nicht, bisher nicht. Mein Beifahrerdisplay, 10,2 Zoll, natürlich riesig, da kann der Beifahrer alles bedienen, muss hier nichts mehr, also hier im Mittelbereich gibt es ja gar nichts mehr. Der kann seine Sitze selber einstellen, der kann da sehen, wie schnell wir fahren, der kann da Radio einstellen, der kann da alles selber machen, ohne den Fahrer zu stören. Das ist natürlich eine geniale Sache. Beifahrerdisplay hat Ferrari gut drauf, das finde ich mega cool. Und jetzt geben wir die letzten Meter noch mal ein bisschen Gas. Wir gehen in Gang 3 und jetzt geben wir Gas. Alter Schwede. Und jetzt, boah, der schiebt dich nach vorne. Jetzt 7000 Umdrehungen und jetzt wieder. Alter, der geht richtig ab für ein SUV. Ich habe schon 220, 230, 240 und leider geht es nicht mehr, weil vorne Verkehr ist. Also der geht richtig nach vorne. Das kann er definitiv. Aber muss Ferrari unbedingt ein SUV rausbringen, ja oder nein? Und ich finde, keine Ahnung, mich reißt das Auto jetzt nicht so vom Hocker, ehrlich gesagt. Aber Emotionen hast du trotzdem. Jetzt komme ich gleich zu meinem Fazit. Und jetzt gehen wir mal einfach Punkte. Von 0 bis 10 Punkte, wie ich mich gefühlt habe, dieses Auto zu fahren. Und ich würde sagen, es ist eine 6. Es ist eine 6. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt hier ich habe viel mehr erwartet. Viel, viel mehr erwartet. Aber 6 Punkte von 10 würde ich jetzt hier geben. Mehr nicht. Also, die Fahrt war jetzt nicht so, wo ich jetzt hier aussteige und sage, wow, mein Auto, ich will es unbedingt haben, ich will es unbedingt haben. Nein, es war ein bisschen ernüchternd. Das heißt, das Auto will ein bisschen getreten werden. Das Auto muss im höheren Drehzahlbereich, aber in ganz hohem Drehzahlbereich, da fängt das Auto an Spaß zu machen. Ansonsten ist das Auto sehr müde. Bevor wir zum Fazit kommen, machen wir nochmal einen Soundcheck. Das habe ich euch ja versprochen. Kommt. Okay. Okay, und jetzt? Okay, also, Soundcheck erledigt, also jetzt, das Auto brüllt jetzt nicht so wie die anderen 12-Zylinder, wie zum Beispiel der F12 oder der 812er, nein, auch unter Last haben wir ja auf der Autobahn nicht jetzt so die Emotionen empfunden, aber eine Sache habe ich euch noch versprochen, die Türen. Also vorne ist ja ganz normal, ne? So, aber hinten hast du hier einen Hebel und dann machst du, zack, und dann geht er auf und der hat keinen Sensor, um was zu stoppen. So geht er wieder zu und ich mache es nochmal. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo parkt und hier steht ein Auto und ihr wollt dann einsteigen und drückt drauf und beachtet nicht, dann knallt er gegen das andere Auto. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, da hätte Ferrari bei dem Kurs mitdenken müssen. Früher war es so, der echte Ferrari-Kunde, der jahrelang Ferrari gefahren ist und gesagt hat, du, ich bin aus dem Alter raus, ich kann einfach nicht mehr in diese Sportwagen einsteigen. Was mache ich da? Dann hat er sich einen 612er gekauft oder der hat sich einen 599 gekauft oder später dann California oder Portofino gekauft. Aber jetzt könnte er natürlich auch umsteigen auf dieses Auto, aber das Auto ist halt jetzt das 5-fache an Geld, was damals ein Portofino oder sowas gekostet hat auf dem Markt. Und da wird es natürlich schwierig. Es ist, und jetzt kommt Antwort, der 812 ist richtig, das Auto ist basiert auf den 812er. Und im Fachjargon sagt man ja, es ist eigentlich der 812er, nur mit Permanentallrad und 4 Sitze und ein bisschen Kofferraum. Mehr nicht. Mein Fazit für das Auto. Ich finde persönlich, dass das Auto viel zu überbewertet wird, aber Ferrari bleibt meine Marke. Es ist einfach meine Lieblingsmarke.
Ich persönlich würde mir das Auto nicht kaufen, aber wenn einer so viel Kohle hat und sagt, ich habe da 1 Million liegen oder 800.000, 900.000 Euro liegen und möchte ein SUV haben, was ich kaum auf der Straße sehe, dann ist er natürlich hier richtig. Aber ob er dann Wertzuwachs hat, das mag ich jetzt zu bezweifeln, weil ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn der 12-Zylinder eingestellt wird, dass das Auto auf 1,2, 1,3, 1,4 Millionen Euro geht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es kann aber so kommen, zurzeit schwierig. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao!